Was ihr über die neue Generation wissen solltet, wann sie erscheint und wie viel die neuen Smartphones kosten sollen? Wir haben die wichtigsten Informationen zum iPhone 15 gesammelt. Am 12. September 2023 hat Apple das neue iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max vorgestellt. Das iPhone 15 erscheint am 22. September 2023. Erstaunlicherweise hat Apple die Preise für das neue iPhone gesenkt. So sind 3 der 4 Modelle jetzt 50 bis 100 Euro günstiger geworden. Die nächste Smartphone-Generation kommt mit Neuerungen wie der dynamische Insel und USB-C daher. Nummer 1. Tatsächlich, hallo USB-C. Auf Druck der EU verzichtet Apple bei seinen iPhones erstmals auf den hauseigenen Lightning-Anschluss. Stattdessen kommt der Branchenstandard USB-C zum Einsatz, um das Handy aufzuladen und es an Computer anzuschließen. Hintergrund für den Wechsel ist ein EU-Gesetz, wonach Smartphone-Hersteller ab 2024 einheitliche Ladekabel, eben USB-C, verwenden müssen. Durch den Umstieg auf USB-C steigt theoretisch auch die maximale Ladeleistung, was kürzere Ladezeiten bedeuten würde. Darauf ist Apple während der Präsentation allerdings nicht eingegangen. Lediglich die höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit wurde erwähnt, bis zu 10 Gigabits pro Sekunde. Durch den Anschluss kann sogar Zubehör wie die iPod 2 direkt am iPhone aufgeladen werden. Somit kann nun dasselbe Kabel für Mac, iPad, iPhone und Nummer 2, Kamera. iPhone 15 Pro und 15 Pro Max haben eine leicht verbesserte Hauptkamera bekommen. Diese löst zwar weiterhin mit 48 Megapixel auf, kann aber nun laut Apple 3 verschiedene Brennweiten abbilden, 24, 28 und 35 mm. Das entspricht den Zoomstufen 1x, 1,2x und 1,5x. Zusammen mit 3 Auflösungsstufen, 12, 24 und 48 Megapixel, können Nutzer so festlegen, welche Voreinstellung am besten zu ihrem Fotografiestil passt. Die Hauptkamera bekommt außerdem Sensorverschiebungsstabilisierung der 2. Generation. Die Ultraweitwinkelkamera ist bei beiden Modellen praktisch gleich zu den Vorgängern, abgesehen von der Stabilisierung. Gleiches gilt für das Teleobjektiv im 15 Pro, das bis auf neue Stabilisierung keine Änderungen aufweist. Im 15 Pro Max hingegen kommt eine neue Telekamera zum Einsatz, die durch Einsatz eines Tetraprismas eine Brennweite von 120 mm erreicht und 6-fach optisch vergrößert. Wächst wohl auch der Abstand zwischen Pro und Pro Max? Die dritte. Der Aktionsknopf, ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Eine Neuerung, über die bereits im Vorfeld viel diskutiert wurde, ist der Aktionsknopf in iPhone 15 Pro und 15 Pro Max. Die Schaltfläche ersetzt den Stummschalter, der seit dem Urgestein von 2007 in jedem iPhone zu finden ist. Vorteil des Aktionsknopf, der übrigens von der Apple Work Ultra kommt, ist die freie Belegbarkeit. Nutzer können damit eine Sprachmemo, die Kamera oder über Kurzbefehle beliebige Apps oder Prozesse starten. Doch wieder kommt das zukunftsweisende Feature nur zum Pro und nicht zum Basis-iPhone. Dieses setzt weiterhin auf den klassischen Stummschalter und darf darauf hoffen, nächstes Jahr beglückt zu werden. Nummer 4, dynamische Insel für alle. Die Nicht-Pro-iPhones werden dieses Jahr mit dem dynamische Insel ein neues Display-Design erhalten, bislang war das interaktive Kameraloch den Pro-Geräten vorbehalten. Somit ist der dicke Balken Notch, die schwarze Einkerbung, am oberen Bildschirmrand ein für allemal Geschichte. Außer bei den MacBooks. Enttäuschend ist allerdings, dass sich bei der Screen-Technologie nichts geändert hat. Dass die Bildwiederholrate weiterhin bei 60 Hertz bleibt, könnte zumindest denjenigen auffallen, die vorher ein aktuelles Android- oder iPhone Pro-Modell intensiver genutzt haben, wo 120 oder zumindest 90 Hertz längst Standard sind. 120 Hertz bietet Apple lediglich bei den Pro-Modellen. Die Displays sind jedoch deutlich heller, die maximale Peak-Helligkeit liegt nun bei 2000 Nits. Die 5. neues Gehäuse. Wenig bis nichts verändert hat sich beim Formfaktor. Wer das iPhone 14 kennt, kennt eigentlich auch das iPhone 15.
Die beiden kleineren Geräte, iPhone 15 und iPhone 15 Pro, werden wieder eine Displaydiagonale von 6,1 Zoll aufweisen. Die größeren Geräte, iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro Max, sollen wieder auf 6,7 Zoll kommen. Die beiden neuen Pro-Modelle sind hingegen mit einem neuen Titanrahmen statt eines Edelstahlgehäuses ausgestattet. Dadurch werden die beiden Geräte widerstandsfähiger und leichter. Dadurch fällt der Rahmen, der das Displaypanel einschließt, bei den beiden Pro-Modellen schmäler aus. 6. Neue Prozessoren. Nur iPhone 15 Pro und 15 Pro Max bekommen den neuen Chip A17 Pro. Es ist das erste Mal, dass Apple für einen Curve den Namen Pro wählt, zuvor gab es lediglich den Zusatz Bionic. Der A17 Pro ist Apples erster 3-Nanometer-Chip und verspricht nicht nur mehr Leistung, sondern vor allem höhere Energieeffizienz. Die zwei Leistungskerne der CPU sind bis zu 10% schneller und die doppelt so schnell wie im A16 Bionic. Dieser wandert übrigens vom iPhone 14 Pro zum iPhone 15, eine neue Tradition bei Apple. Eine Folge der Chipdiskrepanz zwischen iPhone 15 und 15 Pro ist, dass nur die Pro-Modelle einen USB 3-Controller direkt auf dem A17 Pro haben. Während 15 und 15 Plus also weiterhin nur langsame USB 2.0 Geschwindigkeit mit 480 Megabit pro Sekunde haben, erreichen das 15 Pro und 15 Pro Max bis zu 10 Gigabit pro Sekunde, bits, also das 20-fache. Die langsame Übertragungsgeschwindigkeit älterer iPhones betrifft daher auch das iPhone 15. 7. Niedrigere Preise. Im Vergleich zum Vorjahr sind die neuen iPhones sogar günstiger geworden. Die Standardgeräte sind 50 Euro günstiger, das iPhone 15 Pro um 100 Euro. Der Preis des iPhone 15 Pro Max ist gleich geblieben, dafür gibt es mit 256 GB mehr Speicherplatz. iPhone 15, 128 GB 949 Euro. iPhone 15 Plus, 128 GB 1099 Euro. iPhone 15 Pro, 128 GB 1199 Euro. iPhone 15 Pro Max, 256 GB 1449 Euro. Neue Farbvarianten. Neue iPhones, neue Farben. iPhone 15 Pro und Pro Max werden in 4 gedeckten Farben, Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß sowie Titan Schwarz erhältlich sein. Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus gibt es in Blau, Rosé, Gelb, Grün sowie Schwarz. 8. Wie ist die Akkulaufzeit des iPhone 15? Apple hat die Akkulaufzeit beim iPhone 15 Pro deutlich verbessert. Das iPhone 15 kommt auf eine Laufzeit von bis zu 26 Stunden, das Pro-Modell auf bis zu 29 Stunden. Zur Kapazität der verbauten Akkus gibt es noch keine Informationen. Fazit. Was Apple mit die neue iPhone 15 Serie vorgestellt hat, beeindruckt und ist eine schöne Weiterentwicklung der letzten Generation. Und endlich bieten auch die normalen Modelle deutlich mehr als der Vorgänger, die letztjährigen Neuerungen waren eher marginal.